Hallo liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder meine Videos anschaut. Juri aus Sibirien grüßt euch ganz herzlich. In diesem Video möchte ich euch den Baikalsee zeigen, der für sein klares Wasser berühmt ist. Vor einigen Wochen war ich in der kleinen Stadt Sljudjanka und ich hatte Zeit, dieses kurze Video aufzunehmen. Ich hoffe, es gefällt euch. Der Baikalsee zieht viele Touristen aus aller Welt an, doch zurzeit kommen vor allem chinesische Besucher nach Irkutsk und an den Baikalsee, da die Beziehungen zwischen unseren Ländern sehr gut sind. Europäische Touristen gibt es nur wenige. Meistens handelt es sich um Individualreisende, die anschließend nach Mongolei oder China weiterreisen. Der Sommer in Sibirien ist bereits vorbei. Der Kalender zeigt nun Herbst, aber ich hoffe, dass es noch einige warme Tage geben wird. Diese Zeit nennen wir goldener Herbst, wenn die Blätter der Bäume gelb werden und der Wald besonders schön und farbenfroh aussieht. In meinen Videos habe ich oft von der Stadt Sljudjanka erzählt. Es ist ein sehr interessanter Ort, den man mindestens einmal besuchen sollte. Besonders empfehle ich ihn jenen, die sich für Züge und Eisenbahn interessieren. Aber auch für Menschen, die überlegen, nach Sibirien zu ziehen, könnte Sljudjanka interessant sein. Gerade im Herbst ist das Wetter am südlichen Baikal angenehm, weil der See beginnt, die Wärme abzugeben, die er im Sommer gespeichert hat. Das Gefrieren des Sees beginnt Ende Dezember und vollständig mit Eis bedeckt ist er ungefähr Mitte Januar. Das liegt daran, dass das Wasservolumen sehr groß ist und dieser Prozess lange dauert. In Sljudjanka gibt es mehrere Hotels und Hostels. Auch Wohnungen kann man mieten. Wer jedoch im Sommer nach Sljudjanka reisen möchte, sollte rechtzeitig buchen, da viele Touristen dort Zeit verbringen wollen. Die Einwohner von Irkutsk schätzen Sljudjanka nicht besonders. Es ist für sie nicht interessant. So ist zumindest mein Eindruck. Meistens kommen Besucher aus anderen Städten des Fernen Ostens wie Ulan-Ude, Chita, Chabarovsk oder Wladiwostok. Ein großer Vorteil von Sljudjanka ist die verkehrsgünstige Lage. Die Stadt liegt an einer wichtigen Fernstraße und zugleich an der transsibirischen Eisenbahn. Der Bahnhof von Sljudjanka ist aus weißem Marmor gebaut, ein schönes Baudenkmal. Alle Personenzüge halten hier. Die Fahrt von Irkutsk nach Sljudjanka mit dem Zug dauert 2 Stunden und 30 Minuten. Wer ein Haus mit Grundstück in Sljudjanka kaufen möchte, sollte mit etwa 100.000 Euro rechnen, je nach Zustand des Hauses. Eine Einzimmerwohnung kann man für ungefähr 40.000 Euro erwerben. Etwa alle 2 Jahre, manchmal sogar jährlich, kommt es am Baikalsee zu einem Erdbeben. Doch die Wohnhäuser in Sljudjanka haben maximal 4 Stockwerke, sodass keine Einsturzgefahr besteht. In dieser Hinsicht ist alles sehr gut geplant. In Sljudjanka kann man sowohl im Sommer als auch im Winter angeln. Für Privatpersonen mit Angelroute ist keine Genehmigung erforderlich, doch ein eigenes Boot ist empfehlenswert. Damit ist es einfacher, vom Ufer wegzufahren und auf dem offenen Wasser zu fischen. Auch ohne eigenes Auto ist es möglich, von Sljudjanka nach Irkutsk zu gelangen, mit einem Minibus, Marschrutka, der alle 2 Stunden fährt. Die Fahrt dauert 2 Stunden. Es gibt auch Personenzüge, die allerdings teurer sind. Elektrichkas, Nahverkehrszüge verkehren ebenfalls, doch sie brauchen über 3 Stunden. Daher ist der Bus die beste Option. Momentan kostet ein Ticket 400 Rubel, also etwa 4 Euro. Sljudjanka eignet sich für Familien mit Kindern sowie für Rentner. Es ist ein ruhiger, sicherer Ort. Wenn man jedoch allein lebt, könnte es dort auf Dauer etwas einsam sein. Nicht weit von Sljudjanka liegt die Stadt Baikalsk, etwa eine Autostunde entfernt. Sie ist für ihr Skigebiet bekannt
und im Winter kommen viele Touristen dorthin, um Ski zu fahren. Der Wassertransport auf dem Baikalsee entwickelt sich derzeit aktiv und wird sowohl bei russischen als auch bei ausländischen Touristen immer beliebter. Wenn ihr als Tourist in Irkutsk und am Baikalsee seid, empfehle ich euch unbedingt einen Besuch der Insel Olchon. Sie gilt als das Herz des Baikalsees. Dort kann man die Kraft des Sees wirklich spüren und sich wunderbar vom Alltag erholen. Die Busfahrt von Irkutsk nach Olchon dauert etwa 6 Stunden. Meiner Meinung nach ist die beste Möglichkeit, derzeit nach Irkutsk zu reisen, ein direkter Flug aus Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan. Es gibt Direktverbindungen, aber die Tickets sollte man rechtzeitig buchen. Ebenfalls empfehle ich euch eine Zugreise von Moskau nach Irkutsk auf der Transsibirischen Eisenbahn. Die Fahrt dauert etwa 4 Tage. Besonders ans Herz legen möchte ich Zug Nummer 2 mit dem Namen Rossiya. Er fährt von Moskau nach Wladiwostok. Auf der Rückfahrt von Wladiwostok nach Moskau trägt er die Nummer 1. Von Sludjanka fährt außerdem eine Elektritschka ins Dorf Port Baikal. Dieses kleine Dorf liegt am Ende der historischen alten Eisenbahn, der Baikal-Rundbahn. Sie ist eine berühmte Sehenswürdigkeit, die man unbedingt besuchen sollte. Man kann mit dem Zug fahren oder einfach entlang der Gleise durch die vielen Tunnel spazieren. Es gibt dort rund 40 Stück. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr in den nächsten Jahren plant, nach Irkutsk oder an den Baikalsee zu kommen. Mich interessiert sehr, wie spannend diese Region für euch als Reiseziel ist. Danke im Voraus. Also, liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Bald sehen wir uns wieder in neuen Videos auf diesem YouTube-Kanal. Auf Wiedersehen, bis bald. Bei den Einfahren.